Hallo Freunde, hier ist wieder eine Folge von Michael Kreint. Klartext, lasst euch über die Hintergrundgeräusche nicht täuschen. Wir haben wieder einen Sturm hier. Heute noch einmal ein zeitgeschichtliches Thema, weil meine Leser diese zeitgeschichtlichen Themen von mir fordern. Und zwar zu dem Thema: Polen war nicht das unschuldige Opfer, wie es heute dargestellt wird. Also heute wird dargestellt, der böse Hitler, der Aggressor, hat das unschuldige, völlig unschuldige Polen einfach so überfallen. Das stimmt so nicht. Aber in Deutschland wird eine neutrale Forschung durch Gesetze fast unmöglich gemacht. Und meine Leser und Zuschauer wissen, ich bin dafür, dass man die Geschehnisse zwischen 1914 und 1945 objektiv aufarbeitet und alle Akteure mit einbezieht. Leider ist das in Deutschland nur bedingt möglich. Jede Objektivität wird sogleich mit Revisionismus gleichgesetzt, obgleich ohne Revisionismus es keine Wissenschaft gibt. Dennoch möchte ich heute mit einem Hauptakteur beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges beginnen, und zwar Polen. Was viele nicht wissen: Polen war keinesfalls der unschuldige Staat. In Polen herrschte nach dem Ersten Weltkrieg geradezu ein fanatischer Nationalismus, der in dem Bestreben nach einem Großpolen mündete. Das Land betrieb bereits seit 1919 bzw. 1921 eine aggressive Außenpolitik. Hier nur ein paar Beispiele. Am 26.12.1918, also vor den Friedensverhandlungen in Versailles, begann die gewaltsame Besetzung des bis dahin deutschen Posener Landes durch polnische Streitkräfte und die Vertreibung der deutschen Verwaltung. Später wurde das Posener Land ohne Volksabstimmung an Polen zugesprochen. Die Polen versuchten mit Waffengewalt das mehrheitlich deutsch bewohnte Gebiet von Westpreußen zu erobern, das mehr als zu 95% aus Deutschen bestehende Danzig wurde eine freie Stadt und große Teile des restlichen Westpreußens mussten an Polen abgetreten werden durch das Schanddiktat, das man heute als Friedensvertrag beschönigt. Polen überfiel im Jahr 1919 Ostgalizien, wo sich eine westukrainische Volksrepublik bilden wollte, und erhielt am 21. November 1919 von den Alliierten Botschafterkonferenz ein 25-jähriges Mandat über das Gebiet, aber bereits am 15.03.1923 die volle Hoheit. Am 26. April 1920 fiel Polen in die von den Sowjets besetzte Ukraine ein. Am 9. Oktober 1919 überfielen polnische Truppen Ostlitauen und eroberten Vilnius. Vor und nach der Volksabstimmung in Oberschlesien am 20. März 1921 versuchten polnische Streitkräfte das Gebiet zu erobern. Deutsche Freikorpskämpfer verhinderten dies. 1920 fielen die Polen in das der Tschechoslowakei zugesprochene Olsa-Gebiet ein. Am 21. Oktober 1938 besetzten polnische Streitkräfte 6 slowakische Grenzkreise in den Karpaten. Am 6. März 1933 landeten polnische Truppen auf der zur Freien Stadt Danzig gehörenden Westerplatte, eine Völkerrechtsverletzung. Im August 1939 nahm Polen mehrfach militärische Grenzverletzungen und Beschießungen deutscher Objekte vor. Alleine vom 25. bis zum 31. August 1939 wurden vom deutschen Auswärtigen Amt 43 polnische Grenzüberschreitungen dokumentiert, oft mit Schüssen und Todesopfer. Deutsche Höfe wurden angezündet, Zollbeamte erschossen und so weiter. Am 23. August wurde sogar ein deutsches Verkehrsflugzeug von polnischer Flak und am 25. August ein deutsches Verkehrsflugzeug von polnischen Kriegsschiffen beschossen. Also alles bevor der böse Hitler in Polen einmarschiert ist. Die
Generalmobilmachung in Polen erfolgte am 24. August 1939, wurde aber erst am 29. August 1939 öffentlich zugestellt. Alle Dokumente habe ich in meiner Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 3 aufgeführt. Dieser Band behandelt die Vorkriegsjahre, also alles auch, was mit Polen zu tun hat, mit dem Memelland, mit Sudetenland, alles kommt darin vor. Der Band hat ungefähr 850 Seiten und 2000 juristisch verifizierte Quellen. Man kann also sagen, die Polen sind nicht die Unschuldigen. Sie haben viele Kriege geführt, haben viele Aggressionen ausgeübt und auch in der Ukraine. Deshalb ist das Verhältnis zwischen Polen und Ukraine ja heute auch ein bisschen angespannt. Die Ukraine ist unter den Polen zur Hölle geworden. Auch das ist nachweislich dokumentiert. Ein paar Beispiele. Der britische Botschafter Neville Henderson schrieb am 16. August 1939 an seine Regierung, ich zitiere, wenn ein Waffenstillstand bewahrt werden soll, also zwischen Deutschland und Polen, und dies ist die letzte Hoffnung, dann muss die Misshandlung der deutschen Minderheiten in Polen beendet werden. Der Manchester Guardian berichtete am 17.01.1930 über die Ukraine. Die Ukraine ist unter der polnischen Herrschaft zur Hölle geworden. Von Weißrussland kann man dasselbe mit noch größerem Recht sagen. Das Ziel der polnischen Politik ist das Verschwinden der nationalen Minderheiten auf dem Papier und in der Wirklichkeit. Zitat Ende. Am 24. Dezember 1931 stand im Manchester Guardian, ich zitiere, der polnische Terror in der Ukraine ist heute schlimmer als alles andere in Europa. Zitat Ende. Sie ahnen jetzt vielleicht, warum die Ukrainer die deutsche Wehrmacht bejubelten, als diese einmarschierte. Nicht zuletzt auch Polens imperialistische Politik, die ein neues Großpolen erschaffen wollte, an dieser imperialistischen Politik scheiterten die Friedensbemühungen im Jahr 1939 und das ist nicht revisionistisch, sondern dokumentiert. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Hierzulande wird nur eine Seite gesehen. Ausländische Historiker, die nicht durch deutsche Gesetze geknebelt werden, sind hier in der Aufklärung viel weiter und ihre Veröffentlichungen um ein Vielfaches neutraler. In meinen Publikationen dokumentiere ich das alles auf Tausenden von Seiten mit ebenso vielen seriösen Quellen. Leider ist es so, dass diese Bände im Mainstream natürlich verschwiegen werden. Was heißt leider? Ich bin eigentlich froh, dass sie verschwiegen werden, weil dann erkennt man die Wertigkeit. Die Buchreihe hat bisher 6 Bände. An Band 7 bin ich gerade dabei zu schreiben. Es behandelt die Balkanfeldzüge und den Afrika-Feldzug. Die Links sind wieder unten angegeben. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelkreint.de abonnieren. Dort auf meiner Homepage gibt es viele andere Blogartikel und es gibt etwas, was ich bei YouTube nicht veröffentlichen kann, nämlich ein brisantes Video zu meiner Hitler-Buchreihe, das mit solch grausamen Bildern über deutsche Opfer, solche grausamen Bilder über deutsche Opfer zeigt, die ich in YouTube nicht zeigen kann, ohne dass ich gesperrt bin. Also ihr seht auf diesem Video dann unter dem Link Hitler-Buchreihe das Video und das erklärt euch auch, was in meiner brisanten Buchreihe überhaupt erklärt wird und ihr könnt nachlesen, wie es zu dieser Buchreihe kam. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Krandt.